Humanitäre Hilfe ist in den letzten 50 Jahren leider immer wichtiger geworden, aber auch immer schwieriger. Wenn man sich mal anguckt, was die Ursprungsidee war, humanitäre Hilfe reagiert in einer Notlage, kommt schnell rein und dann übernehmen Entwicklungsakteure. Das ist in den meisten oder in vielen Bereichen gar nicht mehr möglich, weil die Regierungen, die Entwicklungszusammenarbeit ja braucht, gar nicht mehr existieren oder von uns nicht anerkannt sind. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Syrien oder Nordjemen oder Afghanistan. Da sind dann die humanitären Akteure die einzigen vor Ort. Und die müssen dann alles übernehmen. Es gibt natürlich auch positive Veränderungen. Die humanitäre Hilfe hat sich in den letzten Jahren stark professionalisiert und es gibt auch einen Prozess, den sogenannten Grand Bargain, der läuft seit 2016 und da haben sich alle Akteure, die Vereinten Nationen, NGOs, Geberstaaten zusammengesetzt und gesagt, wie können wir dieses System denn noch effektiver gestalten, auch flexibler, aber auch lokaler und gendersensitiver. Was heißt das jetzt genau? Wir haben ja eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik und da geht es um Rechte, Repräsentanz und Ressourcen und das gilt natürlich auch für die humanitäre Hilfe. Das heißt, es geht aber nicht jetzt nur um Frauen, sondern es geht darum, dass alle, die besondere Bedürfnisse haben und dazu gehören auch Ältere, Menschen mit Behinderungen oder Kinder, dass deren besondere Bedürfnisse wahrgenommen werden. Das heißt, wir haben den Anspruch, 100% gendersensitiv, aber wo immer möglich auch transformativ zu agieren. Hier muss man einen wichtigen Unterschied machen. Nach den humanitären Prinzipien darf die humanitäre Hilfe keinen politischen Zielen dienen. Trotzdem spielt sich humanitäre Hilfe natürlich nicht in einem Vakuum ab, sondern sie agiert in einem hochpolitischen Umfeld. Und davon muss man ganz klar unterscheiden die politische Instrumentalisierung. Das ist natürlich absolut indiskutabel und widerspricht all dem, worauf sich die internationale Gemeinschaft geeinigt hat, als sie sich auf die humanitären Prinzipien geeinigt hat. Insofern ist es elementar wichtig, dass wir diese humanitären Prinzipien hochhalten, denn nur so können wir tatsächlich garantieren, dass die Ärmsten der Armen die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Ich glaube, mich treibt das an, was alle antreibt, die sich im Bereich humanitäre Hilfe engagieren. Dass wir tatsächlich wissen, dass durch das, was wir tun, Leben gerettet werden und Leid gelindert wird. Und auf all meinen Reisen in Flüchtlingslagern in Jordanien oder bei intern Vertriebenen in der Demokratischen Republik Kongo, in Krankenhäusern in Jemen oder in der Ukraine, habe ich gesehen, was für eine tolle Arbeit lokale Organisationen leisten und wie Menschen tatsächlich konkret mit unseren humanitären Hilfsmitteln geholfen wird. Insofern bin ich sehr, sehr stolz, dass sich Deutschland so breit engagiert mit humanitärer Hilfe und noch stolzer bin ich auf meine Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich mit ihrer Projektarbeit hier das ermöglichen. Falls sich irgendjemand fragt, ob die humanitären Mittel gut angelegt sind, sie sind es. Jeder Cent zählt und hilft.